Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin Felix und an meiner Seite ist wie immer Lisa. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: den Einfluss von Social Media auf die psychische Gesundheit. Na Lisa, bist du bereit? Absolut, Felix. Das ist ein super wichtiges Thema und ich freue mich darüber zu sprechen. Social Media ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken, aber es hat auch seine Schattenseiten, besonders wenn es um unsere mentale Gesundheit geht. Genau, wir alle nutzen es. Aber manchmal kann es auch ganz schön belastend sein, oder? Also, wie wirkt sich Social Media auf unsere mentale Gesundheit aus? Da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen die ständige Verfügbarkeit. Man ist immer online, immer erreichbar und das kann stressig sein. Ein wichtiger Begriff hier ist Informationsüberflutung. Weißt du, was das bedeutet, Felix? Klar, Informationsüberflutung, das klingt wie zu viel Information auf einmal, oder? Also, wenn man so viel sieht und hört, dass man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht? Genau. Informationsüberflutung bedeutet, dass unser Gehirn mit zu vielen Informationen gleichzeitig konfrontiert wird. Das kann dazu führen, dass wir uns überfordert fühlen und es schwerer wird, sich zu konzentrieren oder zur Ruhe zu kommen. Ah, das ist interessant. Ich merke das manchmal selbst. Man scrollt durch Instagram, TikTok, Twitter und plötzlich, boom, der Kopf ist voll. Aber sag mal, warum fühlen sich so viele Menschen durch Social Media gestresst? Ein großer Punkt ist der Vergleichsdruck. Auf Social Media sieht man oft die perfekten Leben anderer Menschen, die schönen Urlaubsfotos, die durchtrainierten Körper, das scheinbar mühelose Glück. Viele Menschen vergleichen sich damit und fühlen sich minderwertig. Das Wort Vergleichsdruck beschreibt genau diesen Druck, sich ständig mit anderen zu messen. Ja, das stimmt. Man sieht die Highlights von anderen und denkt, warum sieht mein Leben nicht so aus? Aber wie kann man diesen Vergleichsdruck vermeiden? Hast du da einen Tipp, Lisa? Ein wichtiger Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass das, was man auf Social Media sieht, oft nur ein kleiner Ausschnitt der Realität ist. Viele posten nur die schönen Momente, die sie erleben. Ein gutes Wort dafür ist Selbstdarstellung. Das bedeutet, dass Menschen sich oft auf eine bestimmte Art präsentieren wollen, die vielleicht nicht der ganzen Wahrheit entspricht. Oh ja, das kenne ich. Also, sich immer daran erinnern, dass das nicht das ganze Bild ist der Schlüssel, oder? Genau. Und es hilft, sich Pausen zu gönnen. Man muss nicht ständig online sein. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Digitale Entgiftung oder auf Englisch Digital Detox. Das bedeutet, für eine Weile bewusst offline zu gehen, um sich zu erholen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Digital Detox klingt gut, aber ich muss ehrlich sein, es ist nicht so einfach, das Smartphone einfach wegzulegen. Hast du eine Strategie, wie man das besser hinbekommt? Ja, es ist wirklich nicht leicht, aber man kann es Schritt für Schritt angehen. Eine Idee ist, sich feste Zeiten zu setzen, in denen man das Handy zur Seite legt. Zum Beispiel abends vor dem Schlafengehen oder während der Mahlzeiten. So hat man kleine Pausen und fühlt sich nicht so sehr an das Gerät gebunden. Das klingt nach einem guten Plan. Und ich denke, das hilft auch, um wieder mehr im Moment zu sein, oder? Also, nicht ständig daran denken, was online passiert. Absolut, Felix. Genau das ist der Punkt. Wenn wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren, sind wir oft glücklicher und entspannter. Eine kleine Vokabellektion. Hier und Jetzt bedeutet, dass wir uns auf den aktuellen Moment konzentrieren und nicht ständig über die Vergangenheit oder Zukunft nachdenken. Also quasi mehr Achtsamkeit im Alltag, oder? Achtsamkeit ist ja auch ein großes Thema heutzutage. Kann Social Media auch dabei helfen, achtsamer zu sein, oder ist das eher kontraproduktiv? Das kommt ganz darauf an, wie man Social Media nutzt. Es gibt tatsächlich viele Accounts, die sich mit Achtsamkeit, Meditation oder positiver Psychologie beschäftigen. Man kann also auch inspirierende und positive Inhalte finden. Aber wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Zu viel Zeit auf Social Media kann uns in eine negative Spirale ziehen. Ja, genau, man muss die richtige Balance finden. Apropos Balance, es gibt ja auch diese neue Bewegung, wo Leute sagen, sie brauchen eine soziale Medienpause. Was denkst du darüber? Das ist eine großartige Idee.
Eine soziale Medienpause bedeutet, dass man sich bewusst für eine bestimmte Zeit von Plattformen wie Instagram oder Facebook zurückzieht. Das hilft, wieder mehr Kontrolle über die eigene Zeit und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und für viele Menschen ist das eine Möglichkeit, wieder ein besseres Gefühl für das reale Leben zu entwickeln. Klingt, als könnte ich das auch mal ausprobieren. Also, zusammengefasst. Social Media kann cool sein, aber man muss aufpassen, nicht in den Vergleichsstrudel zu geraten, sich Pausen gönnen und Achtsamkeit in den Alltag integrieren. Richtig? Ganz genau. Und noch ein letzter Tipp. Es hilft auch, seine Social-Media-Feeds bewusst zu kuratieren. Das heißt, man sollte nur Accounts folgen, die einem guttun und inspirieren und negative Einflüsse vermeiden. Das klingt echt nach einem super Plan, Lisa. Du hast heute wieder so viele hilfreiche Tipps gegeben. Aber bevor wir abschließen, kannst du vielleicht noch mal ein paar der wichtigsten Wörter und Phrasen zusammenfassen? Klar, ich fasse das gern nochmal zusammen. Wir haben heute einige wichtige Begriffe besprochen, die uns helfen können, Social Media besser zu verstehen und bewusster zu nutzen. Zum Beispiel Informationsüberflutung. Das ist, wenn so viele Infos auf uns einströmen, dass wir uns überfordert fühlen. Vergleichsdruck. Dieser ständige Druck, sich mit anderen zu vergleichen, besonders auf Social Media. Selbstdarstellung. Das ist, wie Menschen sich dort präsentieren, oft nur mit den besten Momenten ihres Lebens. Und dann noch die digitale Entgiftung, auch Digital Detox genannt, also mal ganz bewusst offline zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Und nicht zu vergessen, Achtsamkeit. Einfach im Moment zu leben und bewusster mit sich selbst und seiner Umgebung umzugehen. Super. Vielen Dank, Lisa. Das war wirklich eine spannende Folge. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben genauso viel gelernt wie ich. Denkt daran, euch Pausen zu gönnen und Social Media bewusst zu nutzen. Ja, vielen Dank auch von mir. Passt gut auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis bald.